Guten Morgen Leute. Ich laufe heute die Aspergewanderung, 23 Kilometer ins Sint-Odilien-Berg. Und muss jetzt Pfeilen und Menschen folgen. Es gibt hier keine Komoot-Route. Also muss man gut aufpassen hier. Das Wetter heute, zurzeit scheint die Sonne, aber es kann ein bisschen Regen geben. Und mit 14, 15 Grad ist es auch nicht sehr warm. Aber es wird schon gehen. Nach wenigen Metern habe ich Sint-Odilien-Berg verlassen. Dann laufe ich hier entlang ein Waldstück. Hier geht's aus dem Wind in die Sonne, super. Nach einen kleinen 3 Kilometer laufe ich hier im Mönnigswald, so nennen die das hier. Ja, viel Wald ist hier nicht zu sehen, ne? Mönnigsbos ist das heißt auf Niederländisch. Man sieht, es ist mehr Felder. Und da hinten ist etwas, ja, das sieht aus mehr wie Wald, aber es sind auch immer Felder hier. Und es bläst ein eiskalter Wind. Das ist unglaublich. Hier kommt eine Abzweigung. Und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, es ist heute der 4. Mai, 2 Tage vor meinem Geburtstag. Ja, hier kommt eine Abzweigung. Müssen wir mal sehen, was da steht. Schauen, das ist die 1323. Die 6 Kilometer geht er weg, wir gehen geradeaus. Okay. Und wir sind jetzt richtig im Wald mal drin. Ne? Ein Dead End. Da geht die 6, die geht an der Seite. Und wir gehen hier geradeaus und hier steht noch ein Schild. Sie befinden sich 13, 18, 23 Kilometer. Okay, sollen wir ja auch. Wir laufen ja die 23. Und hier kommt zu sehen ein Bach. Das sieht nicht so sauber aus, aber das ist ein Bach. Tatsächlich. Ja. Ich muss immer schauen, es gibt immer Bändchen, aber keine Pfeilen. Also verdammt gut aufpassen hier. ,5,5 Kilometer, Leute. Und neben mir ist ein Tümpel. Und wir laufen Richtung Montfort. Also 1/4 der Strecke ungefähr ist weg. Fahrradfahrer. Und es gibt jetzt auch mehr Wanderer. Sowohl vorne als hinter mir. Da kommt noch ein Tümpel. Es gibt mal etwas zu sehen. Ne? Das war hier bisher noch ein bisschen mau. Und die Temperatur, die kann ich vergessen heute. Da kriegt einem aus dem Wasser. Ich denke eine Ente. Oh, das sind mehrere. Geil. Überall hier in die Bäume Vogelkästchen. Vogelhäuschen. Überall. Unglaublich. Haben die sich mal Mühe gemacht, etwas für die Vögel zu tun. Ne? Und das sind verschiedene. Ein kleines Loch, dann sind dabei, die sind offen. Das sind Bergen. Die sind auch wieder, das ist wieder eine andere Sorte.
als kleines Loch. Also es gibt einfach verschiedene. Und die fliegen über Vögel rum. Und ein Pferdchen da hinten haben wir auch. Ja. Und jetzt muss ich mal schauen, denn jetzt kommen wir in Montfort. In Montfort. Das bedeutet, was ist die Kilometerzahl? Da muss ich mein Samsung-Telefon haben, ne? 6,43 Kilometer kommen wir an Montfort. Ja, mein Freund von mir hat sich ein Samsung-Telefon gekauft und ich habe das gleiche gekauft, weil das war billig. Und der funktioniert nur für Komoot über Wifi mit meinem iPhone. Dann ist mein iPhone frei für andere Zwecke. Und da gibt es auch wieder ein Wasser. Habe ich jetzt hingeschossen. Achso, das wird wahrscheinlich die Vlotfee. Nein, das ist nicht die Vlotfeebeek. Die strömt auf die Heerdstraat, Sandstraat. Nein. Ein Auto. Also gehen wir zu dieser Seite. Die zieht, die hat Wasser. Doch, die hat Wasser. Wo sind die Bändchen jetzt? Der Seite, da sind sie. Nach 6,99 Kilometer verlasse ich den Pauseplatz, denn hier war die Pause. Und hier sind Gänsen. Mal dann drehen, sieht man die Jungs. Geil, ne? Ja. Also 6,99 Kilometer, keine 7 Kilometer. Aber ich gehe einfach weiter, ich brauche keine Pause. Da ist ein schöner Bach. Okay. Und an der Seite ist auch ein schöner Tümpel. Ne? Guck mal. Also es gibt ja schon einiges zu sehen an dieser Seite von Montfort. Und ich denke, dass wir jetzt, ja, wir laufen entlang Montfort. Wir werden Montfort bald verlassen. Die nächste Abzweigung, Leute. Nach 7,5 Kilometer. Ungefähr. Ja, 10 Kilometer nach rechts, 23 Kilometer nach links. Okay, und die anderen gehen zum ersten Mal. Okay, zum ersten Mal. Ich komme noch mal zurück hier auf den Pauseplatz. Okay. Das kennen wir doch, ne? Das hatten wir mal. Und das ist die große Straße nach St. Just. Und was steht hier wieder ein Schild? Was haben wir hier dann stehen? Wir müssen dahin. Okay. Ja, ein Früh mit dem Gras. Also wir haben jetzt Montfort noch nicht verlassen. Und das ist ein Friedhof hier. Ja, eine kleine Steigung habe ich schon gehabt, ne, heute. Der ist schon. Die Vögel, die zwitschern, unglaublich. Ja, 7,37 sind wir jetzt. War noch kein 7,37. Und immer wieder hier, das Bändchen steht rechts. Als sollten wir hier nach rechts müssen, wenn es gut ist. Schau mal nach links. Nein, nach links, da hängt er. Er muss nach links, nicht nach rechts. Hei, hei, hei. Gut. Nach ein guter 8,5 Kilometer bin ich raus aus Montfort. Und ja, ich hatte mich schon verlaufen. Da gab es keine Menschen mehr. Da bin ich zurückgelaufen, um die wieder zu suchen. Aber ja, ich finde das schon absolut scheiße mit den Dingen.
Und es gibt kein Papier, es gibt kein Komoddreck, es gibt gar nichts. Wenn du die Dinger mal nicht gesehen hast, dann bist du verloren. Glücklicherweise bin ich bekannt hier in der Umgebung, aber ist doch schon scheiße, ne? Ich mag das nicht. Naja, weiter geht es ganz gut. Wir gehen jetzt Richtung 10 Kilometer. Also es baut schon ab. Und wir gehen natürlich wieder zurück, wo wir von kamen, der Pausenplatz. Ja, wir gehen zurück zum Montfort. Wir laufen nun mal eben rundherum. 9,47 Kilometer und zum zweiten Mal verlaufen, Leute. Das ist nicht zu glauben. Aber wir laufen jetzt in ein Waldstück. Schon richtig schön hier. Aber vor mir laufen Leute, hinter mir. Und wir laufen hier eine ganze Truppe. Ich muss ein bisschen um den Matsch herum, ansonsten geht das. Aber die Beinchen, die verlässt man, die übersieht man gerne. Und dann ist man schon wieder ein Stück weg und dann stimmt es nicht. Großes Gebiet. Guck mal hier, all die Zwergpferdchen. Wie geil. Ah Jungs. Es gibt wieder eine Abzweigung heute. Und die gehen in Richtung 18, ich gehe Richtung 23. Also dann bin ich wieder auf mich selber gestellt. Ja. 23, jawohl. Also das war's dann wieder mit die ganze Gruppe. Ha. Jetzt muss diese Junge wieder allein laufen. Und wir haben jetzt 11,4 Kilometer. Und jetzt wird es ganz ruhig. Ah. Da sind wahrscheinlich nicht viele, die das laufen, 23. Das war ein schöner Holzklotz, ne? Ja, wir laufen Richtung St. Jost. Ich werde meine Samsung mal wieder öffnen. 12,8 Kilometer, sagt Samsung. 12,8, okay. Und das ist hier auf diese 23 Kilometer eine richtige One-Man-Show. Das ist wieder eine Abzweigung, da muss man wieder aufpassen. Ne? Aber da hängt das Bändchen. Ich hoffe, dass ich die jetzt ein bisschen im Griff habe.
Und weg ist er. Das war die Ente. Tja. Und irgendwo an der Seite liegt die Schlossruine. Ich weiß nicht, ob wir da vorbeikommen. Ich habe so eine Ahnung, dass wir vorbeikommen an die Schlossruine. Ich weiß es nicht. Ja, hier neben mir rechts, links, Entschuldigung, ist die Grauert, die Schlossanlage von Montfort. Die heißt die Grauert, weil einer der Türme so heißt. Aber den müssen sie noch bauen. Der ist kaputt. Ja, joh, ja, heerlijk. Dat is nu mooi weer. Nach 18 Kilometern bin ich weg vom zweiten Ruhepunkt. Und ja, es läuft gut. Es war sehr warm da drinnen, also ich war wieder gleich draußen. Ich mag die Wärme nicht. Mit Laufen? Nein. Kommt man dann später raus, hat man es kalt? Nein. Also 18,6 Kilometer bis hier. Bedeutet, wir müssen noch bis 23,5 Kilometer laufen. Bis zurück zum Finish, im Sedillenberg. Und wir sind natürlich wieder zurück in Montfort. Ja. Und jetzt muss ich schauen, wo wir hin müssen. Weil wir gehen zum zweiten Mal jetzt. Also denke ich, dass wir da nicht nach links, wo ging ja nach links da, auf die Abzweigung, dass wir jetzt nach rechts gehen. Das wäre ja logisch, ne? Obwohl, die Frau geht hier rein. Aber hier hängt nichts. Oh nein, die läuft natürlich nicht, die Wanderung. Wir müssen geradeaus. Nein, die läuft nicht, die Wanderung. Ja, hier habe ich noch nicht gefilmt. 2 schöne Pferdchen hier. Und wir gehen wieder nach der Abzweigung. Und das müssen wir jetzt, wenn es gut ist, nach rechts. Mal sehen, ob die 23 dabei steht. Sollte sein. Ja. 13, 18, 23, zweiten Mal. Ja, stimmt. Nach rechts. Entlang den Friedhof von Montfort. Und Richtung Sint-Odilienberg. 19,7 Kilometer. Und so zu sehen sind wir endgültig raus aus Montfort. Und laufen auch nach Sint-Odilienberg. Und hier ist das Schöne. Ein paar Stufen, ein bisschen hügelig. Ja. Ich falle über die Baumstrümpfen, die Wurzeln von den Bäumen. Immer gut Ausschau halten, wo die Bändchen sind. Der Seite, da habe ich ihn gesehen. Boah, hier geht's hoch. Hier geht's richtig hoch. Und das am Ende der Wanderung.
Der Seite, okay. Und dann geht es wieder runter. Ne? Ganz einfach. Schau mal an. Kleines Kino. Oh la la. Ist wieder eine Abzweigung. Schauen, wo die Bändchen sind. Der Seite nicht. Diese Seite sehe ich ihn auch nicht. Das ist nicht gut. Ich suche. Auch wieder eine Abzweigung. Und dieses Pfad habe ich schon gelaufen, vorherigem Jahr, die Wanderung nach Sint-Odilienberg, Medik war das, glaube ich. Da habe ich diese gleiche Strecke gelaufen und man läuft hier geradeaus Sint-Odilienberg rein. Und diese Pfad einfach weiter verfolgt. Und da ist ein bisschen hügelig. Das ist auch nicht ungefährlich, die Fahrradfahrer, die runterkommen, gesaust, ne? Ja, ein kleines Status-Update. Ich laufe noch immer im Wald um Sint-Odilienberg. Wir laufen Richtung Sint-Odilienberg, ja. Und wir haben jetzt 23,4 Kilometer gelaufen. Also es wären doch ein bisschen mehr als 23 Kilometer. Ich habe auch noch verlaufen, denke ich, 1 Kilometer. Aber es sind definitiv mehr als 23 Kilometer. Ich schätze, dass wir noch ungefähr 2 Kilometer bis zum Finish müssen. Und ja, es geht jetzt gut. Ich kann den Bändchen jetzt folgen. Zweimal verlaufen heute, okay. Na gut, das letzte Stück werde ich wahrscheinlich nicht mehr filmen. Ich denke nicht, dass es noch etwas zu filmen gibt. Es ist nur noch Wald hier. Ich habe das mal gelaufen hier. Da kommen wir ins Sint-Odilienberg und dann ist die Show gelaufen. Also werde ich es von hier aus schon zurückgeben an der Zukunfts-EU vor dem PC, sodass der Abmoderation diese Wanderung machen kann. Ich schätze, dass es um die 24, möglicherweise 25 Kilometer werden heute. Ja, super, geil, ich mag das. Guten Abend, Leute. Willkommen zu der Abmoderation von der 38. Internationale Asperge Wandeltocht, also Wanderung Sonntag 4 Mai 2025 in Sint-Odilienberg, Niederlande. Ja, es war eine organisierte Wanderung. Das Wetter war ein bisschen lala, es war trocken, aber ein verdammt kalter Wind, das macht es sehr kalt. Die Wanderung an sich, die Umgebung, das ging, ja, war schöne Stücke dabei, weniger schöne Stücke. Nur, es gab keine Streckenbeschreibung auf Papier, ne, gar nichts. Es gab nur Bändchen, auch keine Pfeile. Es gab auch kein Komoot-Track, gar nichts. Also nur Bändchen und haben mich schon ein paar Mal schon verlaufen. Weil manchmal war es richtig eine Sucherei, um die Dinge zu finden. Also das war schon richtig nicht gut. Ich habe die 23 gelaufen, natürlich. Und ja, 23.
Es wurden schlussendlich 25,1. 4:53 Minuten und 5,1 Kilometer pro Stunde. 170 Meter hoch, 170 Meter runter. Also es war ein bisschen hügelig, ja, in manchen Stellen. Es war nicht sonderlich viel, aber es war etwas. Wir sind dann von Zillienberg nach dem Berger Boss gelaufen. Den Mönningsboss haben wir gesehen. Der Mönningshof, der hier steht, habe ich nicht gesehen. Okay. Da waren schöne Bilder gemacht. Auch hier das war ein Bild vom Insta360 X4. Ne? Auch ein sehr schönes Bild. Das Ding macht gute Bilder. Das ist vom iPhone. Auch vom iPhone. Die sind klein, weiß ich. Aber ich habe die korrigiert. Ich habe jetzt die richtige Größe. Weil das iPhone hat nämlich die Fotos nicht zum iCloud geschickt. Und habe ich jetzt mein iPhone an meinen Rechner angeschlossen. Und da finden wir ja die Originaldateien, die Hive-Dateien heißen die. Und ich muss schon sagen, die sind viel besser, als was man bekommt über iCloud. Dann sind die ja konvertiert nach JPEG. Und die Hive-Dateien, die sind viel größer. Und da kann man viel mehr mit anfangen, als mit den JPEG-Dateien. Wir schauen, das war im Schwimmbad in Montfort. Ne? Das war ein Treutje, heißt das so? Treutje heißt es ja. Also nicht so viele Fotos, aber nicht so viel zu sehen, viel Wald, Felder. Montfort haben wir zweimal gesehen, ne, weil da waren ja die Pausen. Und dann hatten wir eigentlich das Ganze schon gehabt. Ne? Ich hatte einen ganzen Umweg gemacht nach St. Just. Wo war das hier? Da war ich praktisch ganz alleine unterwegs. Da gab es niemand. Ich denke nicht, dass viele Leute den 23 gelaufen haben. Schon die 18, aber 23 nicht. Weiter, ja. Es war ein, ja, es ging, die Wanderung ging an sich, die ging, ja, Umgebung, okay. Ja, nur das Problem mit den Menschen, ne, das waren weniger. Aber okay, ich habe meine 25 gelaufen, prima. Also, Leute, wenn euch dieses Video und diese Wanderung gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon fand. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das wird sein, weiß ich noch nicht. Nein, muss ich noch mal schauen. Denn ich muss kommende Woche Sonntag muss ich arbeiten. Also da muss irgendwas anderes geregelt werden. Ich habe noch eine Wanderung, das stimmt. Ich habe tatsächlich noch eine Wanderung stehen. Geplante Touren. Und das ist diese Wanderung. Aber da muss ich mal schauen, wann ich das machen kann. Das ist von Schlosspark Pfahlsbruck nach von Halfenpark Aachen. Die ist 40,5 Kilometer. Muss ich mal sehen, ob ich die tagsüber mache, einen Montag und einen Dienstag, muss ich mal sehen, wie das Wetter ist. Der Sonntag geht nicht, dann ich muss Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten, also Freitag, Samstag und Sonntagnacht, ja, also Montag geht auch nicht. Dann soll es den Dienstag werden können, dann muss ich sehen, ob das Wetter ein bisschen gut ist für eine 40 Kilometer Wanderung.
Die Woche drauf hoffe ich die Wanderung zu laufen in, wie heißt das auch wieder? Ja, ich bin, der Name ist mir weg. Was wir gesehen haben nach die Düngelroy-Wanderung. Da werde ich mal sehen, ob ich da die Woche drauf kann arbeiten. Wenn ich keine Arbeit habe, gehe ich da sowieso hin. 30 Kilometer, prima. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr Theo.